Wir haben nachgemessen, gibt es wirklich einen messbaren Unterschied, gibt es einen messbaren Vorteil zwischen dem normalen Standard-Akku, den Procore-Akkus und den Expert-Akkus? Und die Antwort wirst du jetzt hier in diesem Video erfahren, denn wir haben es wirklich nachgemessen, weil wir wollten es wissen. Ist das hier nur eine Werbeveranstaltung? Ist das hier einfach nur, ja, wir haben hier neues Design draufgepackt und irgendwie ein bisschen Marketing, bla bla? Oder bringt es wirklich was? Bringt Expert wirklich einen messbaren Vorteil? Lass uns das Ganze mal von vorne betrachten. Wir haben hier von Bosch jetzt ja ganz neue Dimensionen, denn wir haben Akkus, normale Akkus, Procore und Expert. Erst einmal viele fragen ja, Mensch Sebastian, passen Expert-Akkus eigentlich in normale Geräte eigentlich rein? Und wir können uns das ja auch hier mal angucken. Wir haben jetzt hier ein ganz normales Bosch 18 Volt, Bosch Professional 18 Volt Gerät. Wir nehmen jetzt hier einen ganz normalen Akku, funktioniert. Dann nehmen wir hier einen Procore, funktioniert. Und dass ich es euch wirklich mal gezeigt habe. Ja? Jetzt nehmen wir hier irgendeinen Expert rein und funktioniert. Also da siehst du, Expert-Akkus, Procore-Akkus und die normalen Akkus, hier die Standard-Akkus, sind untereinander kompatibel und funktionieren. Aber wenn die Akkus irgendwie gleich sind, wozu soll ich denn diese hier kaufen, die natürlich zugegebenermaßen auf jeden Fall teurer sind? Ganz einfach, weil wir hier eine andere Technologie haben. Denn wir haben hier wirklich eine richtige Evolution zwischen den verschiedenen Akkus gehabt. Und genau deswegen wollte ich auch nachmessen, weil was ist wirklich gemessen der Unterschied? Nämlich, sie halten einfach länger pro Wattstunde. Aber da kommen wir gleich dazu. Wir haben jetzt damals gehabt, vor langer Zeit kamen diese Akkus hier raus, die ganz normalen Standard-Akkus. Als Procore rauskam, war das ein Riesenschritt nach vorne. Und den haben wir auch deutlich gemerkt, weil wir ganz andere Geräte bekommen haben. Denn Procore-Akkus haben zwei zentrale Vorteile gehabt. Wir haben bessere Zellen gehabt und wir haben eine bessere Wärmeableitung gehabt. Das hat riesengroße Vorteile, weil durch bessere Zellen, bessere Wärmeableitung halten die Akkus einfach länger durch und du kannst auch mit einem Mal, also auf dem Schlag, viel mehr Energie rausziehen. Das ermöglichte Folgendes, und zwar Bi-Turbo Brushless Motoren, deutlich stärkere Motoren. Was man übrigens auch gesehen hat an den Motoren. Früher hatten wir so kleine niedliche Motoren, ein bisschen so Kabelchen. Danach kamen fette große Motoren mit richtig großen Kabeltampen unten zu den Akkuanschlüssen. Ja, das brauchten wir dann auch, um den Strom auch transportieren zu können. Dann kam aber Expert. Und Expert war nochmal eine Evolution oder nochmal eine Revolution. Denn hier ist es so, wir haben nochmal ein besseres Wärmemanagement, Hitzemanagement und wir haben noch bessere Zellen. Und wir können bis zu 2400 Watt aus einem einzigen Akku rausziehen. Das ist der pure Wahnsinn. Also das ist schon wirklich krass. Was übrigens auch erlaubt, was Bosch gerade momentan noch nicht so promotet, beziehungsweise eigentlich schon die ersten Geräte haben das sogar. Man kann jetzt auch zwei Akkus reintun und hat dann theoretisch 2 mal 2400 Watt zur Verfügung. Kann also wirklich unfassbar starke Geräte herstellen. Jetzt ist aber die Frage, wartet mal. Aber am Ende des Tages ist doch dieselbe Menge Energie gespeichert. Warum sollte ich denn weiterkommen oder was ist denn hier das Thema? Und da müssen wir jetzt mal schauen, was haben wir wirklich getestet. Denn wir haben jetzt hier Folgendes gemacht. Wir haben einen 5 Ampere-Stunden Akku genommen und zwar ganz genau den hier. Und wir können hier auch lesen, was hier drauf steht. Und zwar haben wir hier drin gespeichert genau 90 Wattstunden hier in dem Akku. So, dann haben wir hier getestet, haben wir es dann auch mit dem hier. Wir haben hier einen 5,5 Ampere-Stunden Procore und hier drin steht 99 Wattstunden. Also wir haben mit 10% mehr Energie drin gespeichert. Ja? Und jetzt hier an der Stelle ist es so, dass wir auch einen 5,5 Ampere-Stunden genommen haben, aber Expert auch mit 99 Wattstunden gespeicherte Energie. Und jetzt kommen wir zum Test. Aber vorher noch ein Hinweis. Wenn du mehr Informationen haben möchtest zu den Zellen an sich, was genau steckt in diesem Akku, was hat man sich dabei gedacht, wo sind Tabless-Zellen drin, wo sind herkömmliche Zellen drin und was ist eigentlich Procore Plus nochmal dazwischen, dann verlinke ich hier nochmal ein anderes Video hier oben, denn ich habe ja mit jemandem von Bosch gesprochen, einer absoluten Expertin für das Thema Akkus und da wird alles im Detail erklärt. Für euch ist aber erstmal relevant, den hier nehme ich auch mal zur Seite, den Procore Plus. Was haben wir getestet? Wir haben jetzt Folgendes gemacht, denn wir wollten wirklich wissen, merkst du einen Unterschied zwischen den verschiedenen Akkus und hast du wirklich einen Vorteil? Und da haben wir Folgendes gemacht. Wir haben OSB-Platten genommen und zwar, ich muss extra nochmal nachgucken, 12 mm OSB.
und haben jetzt gesagt, 2,50 Meter lang und dachten so, na, das ist ja irgendwie keine Herausforderung. Wir wollten wirklich, dass die Maschine sich quält. Und deswegen haben wir 3 Platten übereinander gestapelt, sodass wir 36 mm OSB hatten. Und haben das dann hier mit genau dieser Säge hier gesägt. Mit der 68 GC. Beat-Hohe Brushes Gerät, die auch richtig Bums hat. Also muss man schon sagen, die zieht auch richtig was aus dem Akku raus. Und dann haben wir folgenden Test gemacht. Ich wollte wissen, wie viele Schnitte schaffen wir denn? Ja, also wie viele Schnitte, diese 2,5 Meter, 2,5 Meter, schaffen wir denn pro Akku? Und haben gesagt, keinerlei Gnade. Wir ziehen durch. Das heißt also, dass wir den Schnitt machen, ansetzen, sofort den Schnitt ansetzen, sofort den Schnitt und immer weitermachen, sodass wir die maximale Last simulieren und auch maximale Hitze in den Akku reinbringen. Und da sehen wir einen riesengroßen Unterschied. Denn wir haben hier bei unserem ganz normalen Standard-Akku, ja, jeder hat den schon mal in der Hand gehabt, dieser 5 Ampere-Stunden, 90 Wattstunden, damit sind wir genau 9 Schnitte weit gekommen. Das heißt, wir konnten 9 Schnitte setzen. Man muss jetzt aber dazu sagen, dass es zum Ende wurde es ein bisschen hakelig. Nach so 7,5 Schnitten war es so, dass der Akku nur noch, die Maschine hat gesagt, Schluss, jetzt geht es nicht mehr weiter, hat aufgehört, hat abgesetzt quasi. Dann haben wir uns den Akku angeguckt und gesagt, oh, warte mal, der ist ja wirklich, der blinkt ja. Wollten der Kamera das mal zeigen. In dem Moment hat er gesagt, oh, ich habe mich wieder ein bisschen erholt, wieder reingesteckt und konnten dann noch 1,5 Schnitte machen, sodass wir in Summe hier auf 9 Schnitte gekommen sind. Okay. Dann sind wir aber einen Schritt weiter gegangen und haben jetzt hier den hier genommen, der aber, muss man ganz klar sagen, 10% mehr Energie gespeichert hat. Sind ja hier sind es ja 90, hier sind es 99 Wattstunden und haben damit gearbeitet. Er hat ja ein deutlich besseres Energiemanagement, beziehungsweise Hitzemanagement vor allem, und haben dann damit denselben Test gemacht, auch wieder 200 Meter, USB, und sind gekommen 12 Schnitte. Das heißt, wir sind deutlich nochmal weitergekommen und konnten ihn nochmal mehr quälen. Das heißt, aus derselben Menge Energie konnten wir mehr Schnitte rausholen, um es mal so zu sagen. Als nächstes hier nochmal Expert. Bei Expert war es auch so, dass wir geschnitten haben und nach 13,5 Schnitten war es so, dass er auch so ein bisschen vor sich hingeblinkt hat und hat abgesetzt. Wir haben nochmal geguckt, auch zur Kamera gehalten und wieder zurück und haben gedacht, warte mal, jetzt geht es doch wieder und konnten nochmal einen Schnitt setzen, sodass wir 14,2 Schnitte geschafft haben. Ergo, um es nochmal ganz klar zu sagen, wir haben hier 9 Schnitte, hier haben wir 12 Schnitte und hier hatten wir 14,2 Schnitte. Jeweils mit im Wesentlichen derselben Menge Energie, die gespeichert war. Und wodurch geht das? Ganz einfach. Bessere Zellen auf der einen Seite und vor allem dann nochmal an der zweiten Stelle, dadurch, dass die Hitze besser rausgeleitet wird. Und jetzt muss man aber eine Sache ganz klar sagen, dass das Gerät hier an sich im Verhältnis noch relativ harmlos ist. Es gibt noch deutlich anspruchsvolle Geräte. Wenn du zum Beispiel mit einem Winkelschleifer schrubbst, dann ist es so, dass noch schneller, noch mehr Energie gezogen wird oder rausgezogen wird aus so einem Akku und er deutlich nochmal heißer wird. Wir können jetzt aber auf jeden Fall eine Sache schon mal nachweisen und ihr schreibt gerne mal in die Kommentare, ob wir das noch intensiver, noch mal anders testen sollen. Wir können nachweisen, dass es wirklich einen großen Vorteil hat, einen Expert-Akku zu nehmen und dass er hier wirklich, dass du weiterkommst in der Anwendung. Aber wichtig, wenn du jetzt einen Akkuschrauber nimmst, meinetwegen einen normalen klassischen Akkuschrauber, so einen 90er, 90C, 90FC oder ähnliches, oder auch einen kleineren Akkuschrauber und hast du eine kleine Schraube und schraubst einfach die kleinen Schrauben vor dich hin, ja, dann wirst du wahrscheinlich kaum einen Unterschied merken. Warum? Weil du ganz sanft und langsam und immer wieder Energie aus dem Akku rausnimmst und dann ist es im Grunde egal. Dann zählt nur die gespeicherte Menge Energie und da macht die 10% hier kaum einen Unterschied. Ja. Das heißt also, du musst für dich entscheiden, hast du härtere Anwendungen, wo du den Akku auch mal ordentlich rannimmst, ja, wie zum Beispiel bei der Tauchsäge, bei einem Winkelschleifer, bei einer Handkreissäge, wenn du ordentlich tiefe Materialien auch hast, auch bei einer Tauchsäge muss ja schon ordentlich dicke Materialien haben, oder sagst du einfach, Mensch, ich mache nur so Kleinkram oder leichtere Sachen, dann reicht dir im Grunde schon der einfache Akku oder vielleicht noch ein Procore dazu. Mir persönlich war es wirklich wichtig, dass wir das Ganze mal nachtesten und ihr entscheidet, ob wir noch mehr machen. Solange ran an den Test und bis zum nächsten Mal.